Hallo meine Lieben, also heute entdecken wir zusammen eine kleine Stadt, einen kleinen Ort, Caorle. Okay, das befindet sich hier. Caorle ist eine der bekanntesten Badeorte von diesem Teil von Adriatisches Meer. Und hier auch in der Nähe, es gibt Lido di Jesolo, Ercole Mare, Vivione und Lignano Sabbiadoro, also diese sind ein bisschen die bekannteste von diesem Teil der Adria. Befindet sich in der Region Veneto, in der Provinz von Venedig. Und wir sehen sofort, dass es gibt wirklich viel Wasser rund um Caorle. Und zwar es gibt nicht nur das Meer, sondern auch es gibt viel Wasser auch im Hinterland. Und zwar es gibt alle diese Kanäle hier, Flüssen, es gibt viele Mündungen von Flüssen hier in der Nähe. Und hier, wir sehen diesen Teil hier, das ist wirklich eine Lagune. Okay, es gibt eine Lagune von Caorle auch, das ist nicht so bekannt, aber ist auch sehr schön. Man kann dort die Casoni, also die typische Häuser von diesem Gebiet sehen. Und aber es ist sehr interessant zu sehen, wie die Landschaft wirklich in der Geschichte sich geändert hat. Und zwar, diese ist die heutige Lagune von Caorle und diese hier unter ist die antike Lagune von Caorle. Diese Karte ist vom 18. Jahrhundert und man sieht hier, wie wirklich die Landschaft so anders ist. Das heißt, wir sehen so viele Inseln, okay? Dieselbe Stadt von Caorle war eine Insel und wenn wir ein bisschen besser gucken, wir können wirklich sehen, dass ehrlich gesagt heutzutage ist Caorle immer noch eine Insel sozusagen, okay? Das heißt, es gibt das Meer hier und dann hier es gibt alle diese Flüsse, das heißt, sie ist wirklich immer noch von Wasser umgeben, okay? Von alle die Seiten. Die Hauptflüsse hier sind Fluss Livenza, diese hier und Lemene. Lemene ist hier, okay, und dann es gibt diese ziemlich großen Kanal auch. Der Name von Caorle entsteht vielleicht von Silvia Caprulae. Silvia sagt uns, dass hier in der Vergangenheit viele Wälder gab. Caprulae sagt uns, dass hier in der Vergangenheit viele Ziege gab, okay, die Tiere, die Ziege. Caprulae auch auf Italienisch. Ziege ist Capra, okay. Also von dieser Karte vom 16. Jahrhundert, wir können wirklich sehen, wie die Stadt von Caorle eine echte Insel war. Im Hinterland von Caorle, es gab in der Vergangenheit und es gibt immer noch glücklich ziemlich viel Landwirtschaft, okay. Man sieht hier diese kleinen Orte, Cacorniani und Cacottoni, beide diese Namen sind Namen von venezianischen Familien, das heißt, fast sicher hier, es gab venezianische Familien, die Landstücke hatten, okay? Und dann hier, wir haben Ottava Presa. Presa waren die kleinen Landstücke, okay? Dieses Gebiet war in verschiedene Prese, also in verschiedene Landstücke geteilt. Eine andere interessante in dieser Landschaft hier zu sehen ist, dass zum Beispiel San Giorgio di Livenza gehört immer noch zu Caorle, aber das ist ziemlich weit weg von hier. Und dann wir sehen, wie gesagt, so viele Flüsse, aber es ist auch interessant zu sehen und zu wissen, dass dieselben Flüsse hier waren viel anders in der Vergangenheit. Okay, heutzutage eine der Hauptflüsse hier ist Livenza, aber auf einem Punkt in der Geschichte der größere und super wichtige Fluss Piave hatte seine Mündung hier in der Nähe von Porto Santa Margherita hier. Aber wir müssen denken und sehen, dass der Fluss Piave heutzutage ist hier. Okay, auf einem Punkt, auf mehrere Punkte, ich werde sagen, die Republik Venedig hatte der Fluss Piave geändert sozusagen und andere Flüsse natürlich. Und deswegen ist die Mündung vom Fluss Piave nicht mehr hier. Dann in der Nähe vom Zentrum von Caorle, also historisches Zentrum von Caorle heutzutage ist hier, aber es ist auch interessant zu sehen, wie viele Hafen heutzutage gibt. Okay, es gibt mehr als einen Hafen, immer noch heute in Caorle. Hier zum Beispiel, es gibt die sogenannte Darsena dell'Orologio und dann hier, es gibt ein andere bei Porto Santa Margherita, das ist auch bei Caorle heutzutage. Bei einem Punkt der Geschichte von Caorle, es gab wirklich so viele Häfen. Warum das? Weil Caorle ist heutzutage ein kleiner Ort, ehrlich gesagt, aber in der Vergangenheit, diese Stadt war ziemlich wichtig und es gab einen so entwickelt und wichtigen Handel, okay, mit Caorle, dass die Stadt so wichtig war. In Caorle ein bisschen wie in Venedig, es gibt auch Calli,
also Straßen, okay, Campi, also große Plätze und Campielli, kleine Plätze, okay, das ist auch ziemlich interessant und man kann das wirklich in der Altstadt sehen. Hier Calle Ospedale zum Beispiel, Calle Lunga. Calle Lunga ist eine der Hauptcalli, okay. Dann es gibt Rio Terra delle Botteghe. Eine solche Straße kann man auch in Venedig sehen, wirklich. Campo Castello hier. Und ja, die Rio Terra delle Botteghe ist auch eine der Hauptstraßen von Caorle. Und man denkt auch, dass wo heute die Rio Terra delle Botteghe liegt, es gab in der Vergangenheit der Decumano. Decumano war eine der Hauptstraßen für die Römer. Also die ersten Einwohner von Caorle waren die Paläoveneter. Dann die Stadt von Caorle war ziemlich wichtig mit den Römern, weil Caorle funktionierte als Hafen für die sehr wichtige Iulia Concordia. Die ehemalige Iulia Concordia ist diese Stadt hier in der Nähe von Portogruaro. Es ist die heutige Concordia Sagittaria. Es war ein ziemlich wichtiger Zentrum mit den Römern. Und später nach den barbarischen Invasionen gab es in Caorle viele neue Einwohner, auch aus Concordia Sagittaria und auch aus Opitergium hier, die heutige Oderzo und auch aus die heutige Region von Friaul. Die Blütezeit der Stadt Caorle war zwischen 5. und 13. Jahrhundert. Das ist wirklich eine lange Zeit, okay? Und auf einer Punkt dieser langen Zeit war die Stadt auch politischer ziemlich autonom. Das heißt, die Stadt war eine selbstständige Republik. Wie gesagt, hatte Caorle verschiedene Häfen, weil es gab ein sehr entwickelter und wichtiger Handel von verschiedenen Sachen, von Holz, von Fisch natürlich in der Nähe vom Meer, von Salz und andere Sachen. Und nicht nur das, es gab rund um die Stadt, es gab nicht eine, sondern 2 Mauerringe. Also 2 Mauerringe ist ziemlich viel für eine Stadt. Das heißt, dass man brauchte diese Stadt zu verteidigen. Und es gab verschiedene Türme natürlich auch. Man denkt das vielleicht nicht zu weit von Caorle. Es gab ein Schloss, vielleicht hier bei Castello di Brussa. In mittelalterlicher Zeit, circa im 16. Jahrhundert, war die Stadt auch Bischofssitz. Okay, das war auch ziemlich wichtig für die Zeit natürlich. Und die Stadt war auch natürlich mit der Republik von Venedig und auch mit dem Patriarchat von Aquileia. Und ja, leider in der Geschichte, es gab dann viele Plünderungen. Das heißt, heutzutage leider, es gibt nicht so viele antike und historische Monumente im Zentrum, aber es gibt einige und es ist sehr interessant. Also wir fangen an unseren Spaziergang in Caorle, und zwar wir fangen an von dieser Kirche hier die Kirche Madonna dell'Angelo, befindet sich wirklich am Meer und ja, das ist eine sehr schöne Kirche. Also diese ist die Kirche, diese ist die heutige Kirche, das heißt, die erste Kirche wurde hier vielleicht schon im 8. Jahrhundert gebaut und Glockenturm im 9. Jahrhundert, aber natürlich, wie gesagt, es befindet sich wirklich am Meer, das heißt, die Position war immer so ein bisschen gefährlich sozusagen. Die aktuelle Kirche wurde im 18. Jahrhundert gebaut und der Glockenturm wurde im 13. Jahrhundert gebaut. Trotzdem, das ist sehr schön, die Position ist auch natürlich super schön, weil man sieht hier also, es gibt Sandstrand hier, also sehr, sehr schön. Und dann hier, es gibt diese sehr schöne Promenade. Okay, historisches Zentrum ist dort. Jetzt können wir den Duomo von Caorle sehen, der an Santo Stefano, also Heiligen Stefan, gewidmet ist. Es befindet sich hier. Glockenturm ist auch super schön. Also, schauen wir mal. Diese ist die Fassade der heutigen Kirche. Ich sage heutige Kirche, aktuelle Kirche, weil diese Kirche wurde im 11. Jahrhundert gebaut, aber es gab eine ältere Kirche. Es gab hier eine frühchristliche Kirche. Und eine super interessante Sache ist, dass vor dieser Kirche es gab eine andere Kirche. Die Kirche Madonna delle Grazie befand sich hier vor der Kirche. Die Fassade war auf dieser Seite hier und auf dem Glockenturm, okay, vom aktuellen Duomo
gab es die Apsis und man kann hier ein bisschen diese Arkade sehen. Das heißt, hier befand sich die Apsis der Kirche und man sieht hier, dass hier Ziegelstein gibt und hier Istrienstein. An der Fassade vom heutigen Duomo kann man diese Regale sehen, diese kleinen Stücke aus istrischem Stein, und hier befand sich ein Portikus für die Kirche Madonna delle Grazie. Okay, hier rechts und links vom Hauptportal vom Duomo sieht man diese Dekorationen von zwei evangelische, also religiösen Figuren, und diesen kamen hier vielleicht nach dem 4. Kreuzung. Also hier sind wir innerhalb vom Duomo. Das ist eine sehr schöne Kirche, wirklich. Und man kann hier schon sehen, wie viele Fresken, Gemälde, Statuen, Dekorationen es gibt. Diese Kirche ist in 3 Kirchenschiffen geteilt. Okay, diese ist die Hauptschiffe und dann es gibt die Seitenschiffe. Natürlich 2 Seitenschiffe. Zwischen die Schiffen. Es gibt 12 Säulen insgesamt, okay, wie die 12 Aposteln, und Pfeilern auch. Decken ist aus Holz und hier es gibt immer noch diese istrischen Steinstücke, okay. Innere Seite der Fassade sozusagen, es gibt diese 2 Wappen hier, dieses schöne Fresko wurde im 15. Jahrhundert gemacht und diese Figur hier ist San Christophorus. Und hier auch, ja, natürlich am Orgel, es gibt die Statue von Santo Stefano. Am Hauptaltar, es gibt diese sogenannte Pala d'Oro, okay? Also diese Pala d'Oro wurde zwischen 12. und 14. Jahrhundert gemacht. Sie ist aus Gold und Silber und es gibt in der Mitte verschiedene Heiligen. Dieser ist Erzengel Michael und diese ist die Madonna. Erzengel Michael und die Madonna sind hier für die Szene von Verkündigung. Und diese 2 Figuren sind auch die älteste. Diese Pala d'Oro war ein Geschenk von Caterina Cornaro, die Königin von Insel Zypern, weil sie wurde in Caorle von den Einwohnern von Caorle gegen einen Untergang gerettet und deswegen hatte sie dann diese Pala d'Oro an die Einwohner von Caorle geschenkt. Also am Hauptapsis hier, wir können die Resten von Fresken sehen. Diese Fresken wurden im 16. Jahrhundert gemacht und es gab Christus und Heiligen und auch diese Szene vom Untergang von Caterina Cornaro. Leider diese Fresken wurden dann total gelöscht, weil der Untergang-Szene unzureichend war. An der Apsis von linken Seitenschiff, es gibt auch diese super schöne Fresken. Okay, diese ist die Madonna mit San Lorenzo und Santo Stefano. Und dann hier, es gibt die Mitglieder von Bruderschaft von Assunta. Diese Bruderschaft von Assunta hatte hier seinen Altar. Okay, und dann hier, es gibt auch Fresken mit Arkaden und Wappen. Diese Fresken wurden im 14. Jahrhundert gemacht. Und in diesem selben Kirchenschiff, es gibt auch ein sehr besonderer Altar hier. Dieser Altar hier ist ein römischer Altar und stammt aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Und dann in der rechten Seitenschiff, es gibt diese schönen Fresken hier. Diese Fresken sind an Santa Lucia gewidmet, also diese Figur, zentrale Figur hier ist Santa Lucia. Hier hinter können wir die ehemalige Caorle sehen, okay, und dann hier rund um dem Hauptfigur, es gibt alle Szenen ihres Lebens. Also hier können wir den Glockenturm vom Duomo sehen. Dieser Glockenturm hat wirklich eine seltene Form. Also an der Basis von diesem Glockenturm wurden istrische Steine benutzt und für den Resten von Glockenturm wurden Ziegelsteine benutzt. Also auf diesem Foto schaut der Glockenturm so in Gefahr sozusagen. Aber er ist nicht. Also diese ist eine Veranstaltung, eine sehr interessante, schöne Veranstaltung, die jedes Jahr im Juli stattfindet. Und zwar am 1. wird die Statue von Madonna, hier sieht man auch die Statue, bis zum Duomo
gebracht, okay, und dann bunte Kracher explodieren im Glockenturm, damit man kann auch diese so schöne und besondere Farben sehen. Aber natürlich, wie gesagt, das ist total nicht gefährlich. Also, wir sind fast am Ende von diesem Video. Hier haben wir einen sehr schönen Blick am Meer und an der Kirche Madonna dell'Angelo, und hier ist die Altstadt mit Glockenturm, also super schön, Sandstrand hier. Und ja, aber letzte Teil von diesem Video wird eine sehr schöne und erholsame Promenade, Spaziergang in der Altstadt von Caorle. Guck hier mal, schau hier mal ein bisschen die Häuser, weil für mich die sind super schön und ich erinnere mich an Häuser, die man vielleicht in Burano sehen kann, also mit viele verschiedene schöne Farben. Und ja, ansonsten, das ist alles. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer. Und in der Beschreibung, ihr werdet einen Link finden mit super schönem Blick von Caorle. Erinnert euch, so zu machen und an meinen Channel zu abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.